Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik für 2024 bietet Anlass zur Sorge. Zwar ging die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 1,7% zurück, aber das ist vor allem auf die Teillegalisierung von Cannabis zurückzuführen. Die Gewaltkriminalität jedoch hat zugenommen. Außerdem nimmt die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen zu. 35,4% der Tatverdächtigen aller Straftaten waren Ausländer. Die Ergebnisse und Einzelheiten von Viktoria Grünthal. Deutschland mit einem neuen Rekord. 217.300 Gewaltdelikte. Das ist ein Plus von 1,5% in der polizeilichen Kriminalstatistik. Über ein Drittel der Tatverdächtigen hat keinen deutschen Pass. Damit ist die Zahl nicht-deutscher Verdächtiger bei Gewalttaten um 7,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Es gibt keinerlei Rechtfertigung oder Entschuldigung für Gewalt. Wir wollen, dass ausländische Straftäter Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als das bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Die Zahl der Abschiebungen liegt heute 30% über der des Vorjahres. Das ist eine Frage, und das ist mir besonders wichtig, der Durchsetzung des Rechtes an dieser Stelle. Die Polizei registrierte dabei vor allem mehr Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe. 9,3% mehr als noch 2023. Und noch ein anderer Punkt gibt zu denken. Die Gewaltkriminalität nimmt auch bei den ganz Jungen zu. Um 11,3% bei Kindern und 3,8% bei Jugendlichen. Das könne teilweise mit einer stärkeren psychischen Belastung zusammenhängen, glaubt das Bundeskriminalamt, aber nicht nur. Was wir auch jetzt sehen, sind ergänzend andere Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Gewaltoffene oder gewaltlegitimierende Einstellungen, also solche Annahmen wie ein richtiger Mann ist bereit zuzuschlagen, wenn jemand schlecht zum Beispiel über seine Familie redet, die können auch eine Rolle spielen. Positiv fällt in der Kriminalstatistik auf, es gab 2024 weniger Diebstähle. Und es wurden rund ein Drittel weniger Drogenverstöße registriert. Das liegt daran, dass Kiffen mittlerweile legal ist und Cannabisverstöße somit aus dem Raster fallen. Gleichzeitig aber gibt es einen Zuwachs bei härteren Drogen. Bei Kokain und Crack registrierte die Polizei ein Plus an Fällen von fast 5%. Regional gibt es große Unterschiede mit Blick auf die Kriminalität insgesamt. Im Bundesländervergleich bleibt Bayern am sichersten. Am gefährlichsten leben die Bürger in Bremen und in Berlin. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Günter Krings. Er ist der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion und war von 2013 bis 2021 parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Sehr gern. Guten Tag, Frau Werther. Also 35,4% waren laut dieser Statistik bei den Tatverdächtigen Nicht-Deutsche. Und das ist ein größerer Prozentsatz als ihr Anteil an der Bevölkerung. Der liegt nämlich bei rund 15%. Worin sehen Sie die Gründe in dieser Entwicklung? Also zunächst mal sind das alarmierende Zahlen, weil es ja aufsetzt auf Erhöhungen, die wir in den letzten Jahren auch schon hatten. Wir haben mehr, insbesondere nicht-deutsche Tatverdächtige, wir haben mehr junge Tatverdächtige und wir haben mehr Gewalttaten. Und das gibt sicherlich nicht nur den einen Grund. Jedenfalls ist es wichtig und jetzt eine hohe Priorität, das zu bekämpfen mit entsprechender Gesetzgebung, aber auch mit entsprechendem Rechtsvollzug. Sehen Sie denn, dass die aktuelle Regierung da jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen die entsprechenden Gesetze oder die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft für die Verhinderung solcher Entwicklungen? Gut, wir sind ja mitten in den Verhandlungen. Es hat sich auch einiges bewegt bei der SPD, aber aus meiner Sicht nicht ausreichend. Was denn zum Beispiel? Na gut, wir haben jetzt jedenfalls mal das Ziel für uns formuliert und werden das jedenfalls in einer vernünftigen Art und Weise jetzt prüfen, wie wir stärker und konsequenter gegen junge Straftäter vorgehen können. Das Gleiche gilt für Messerattacken, die auch dramatisch zugenommen haben in den letzten Jahren. Und wir haben auch vor allem die Möglichkeiten der Strafvollzugsbehörden. Jedenfalls planen wir das, diese Möglichkeiten zu verbessern, auch entsprechende Ermittlungsmethoden, moderne Ermittlungsmethoden anzuwenden. Also es bewegt sich etwas. Aus unserer Sicht müsste sich noch mehr bewegen. Ja, die Frage ist, wie soll diese Migrationswende, die ja die Union vor der Wahl angekündigt hat, mit der SPD möglich sein? Zum Beispiel bei den Zurückweisungen hat die SPD schon gesagt, nee, das machen wir nicht. Und Carsten Linnemann zum Beispiel, der saß bei uns im Studio, hat gesagt, wenn der Koalitionspartner diese 5 Punkte nicht mitgeht, dann können wir halt nicht regieren. Wenn Sie konsequent wären oder Ihre Partei oder Friedrich Merz, dann müssten Sie ja sagen, wir können jetzt nicht regieren, wenn wir das nicht im Koalitionsvertrag haben. Na, wir haben ja schon im ersten Papier, dem Sondierungspapier, was relativ ausführlich zur Migration Aussagen hat,
festgehalten und geeint mit der SPD, dass es diese Zurückweisung geben wird. Und die Tatsache, aber die SPD sagt nur in Abstimmung mit den Ländern und sagt, wenn die Nein sagen, dann gibt es das nicht. Sie sagen was anderes. Das steht ausdrücklich also nicht drin. In Abstimmung heißt nicht nach Genehmigung im Einzelfall, sondern natürlich muss man mit den Nachbarländern sprechen, sonst wird der Grenzverkehr zusammenbrechen. Das heißt, natürlich wird es entsprechende Absprachen geben, aber es ist auch klar, dass diese Regierung, diese neue Regierung, das klare Signal aussendet: Wir wollen das. Wir werden Menschen zurückweisen, die aus Österreich, aus Polen beispielsweise zu uns kommen, weil sie auch dort schon in Sicherheit sind. Und das ist die klare und eindeutige Aussage. Das ist ein Schlüsselthema, eine Schlüssellösung zu der Frage illegale Migration. Und die Grenzkontrollen, die ein bisschen was schon gebracht haben, die sind ja auch auf unseren Druck schon als Opposition gekommen. Das hätte die Innenministerin von sich aus ja nie gemacht. Aber bei diesen Zurückweisungen, weil Sie das gerade angesprochen haben, die SPD sagt, wenn die Nachbarländer nicht mitmachen, dann wird natürlich Deutschland keinen Alleinweg gehen. Also Sie interpretieren da das offenbar unterschiedlich, was im Sondierungspapier steht. Also in Abstimmung heißt nicht nach Abstimmung. Ich würde aber gar nicht auf den Wortlaut so sehr eingehen. Das ist, glaube ich, eher ein Streit um des Kaisers Bart. Entscheidend ist, wenn es funktionieren soll, muss natürlich eine Form von Absprache mit den Nachbarländern geben. Aber ich habe gar keinen Anlass zu vermuten, dass sie nicht bereit sein werden, einzusehen. Wir haben in den letzten 10 Jahren 4 Millionen Asylanträge gehabt in Europa, davon knapp 3 Millionen in Deutschland. Dass das keine faire Verteilung ist, ja offensichtlich. Insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass die Nachbarländer natürlich mitziehen werden, weil sie wissen, dass Deutschland es so nicht mehr mitmachen wird. Wäre dann vielleicht eine Reform des Asylrechts, so wie es jetzt der Präsident des BAMS vorgeschlagen hat, sinnvoll? Er hat gesagt, jeglicher Asylanspruch soll verfallen und es solle dann bestimmte humanitäre Kontingente geben. Das ist für die sogenannten subsidiär Schutzberechtigten sicherlich ein wichtiger Punkt. Das eigentliche Asylrecht, Artikel 16a Grundgesetz, das gilt nur in knapp 2% aller Fälle. Das spielt praktisch keine Rolle. Wir haben aber viele, die aus Bürgerkriegsgebieten kommen, die gar kein Asyl im engeren Sinne beanspruchen können, sondern sogenannte subsidiär Schutzberechtigte sind. Und da kann man natürlich überlegen, ob das noch ein Gegenstand eines subjektiven Anspruchs sein soll. Hier kann man sich viel vorstellen, aber das ist dann der nächste Schritt, den man überlegen kann, diskutieren kann. Wichtig ist, dass wir jetzt das Thema Grenzmanagement in den Griff bekommen. Sie haben gerade gesagt, Sie glauben, dass es möglich sein wird mit der SPD und dass es auch gelingen wird. Viele Wähler, die glauben das offenbar nicht. Wir haben neueste Umfragen und da liegt die Union nur noch bei 25%, die AfD bei 24%. 1 Prozentpunkt Unterschied nur noch. Und seit der Bundestagswahl ist die Union noch mal abgerauscht. Also die Wähler der Union, die trauen offenbar Friedrich Merz diese Wende, zum Beispiel bei der Migration oder auch bei der Finanzpolitik, nicht zu. Können Sie das nachvollziehen? Und was kann man dagegen tun? Ich kann während solcher Verhandlungen, die offenbar sehr schwierig sind, wo ich auch manchmal den Eindruck habe, dass auch die SPD ihr eigenes Wahlergebnis und auch da, wo sie Wähler verloren hat, auch nicht so richtig analysiert hat, ist mein persönlicher Eindruck, dass da Menschen enttäuscht sind, dass sie skeptisch sind, kann ich vollkommen verstehen. Deshalb gibt es nur einen Weg. Wir müssen jetzt bei den entscheidenden Punkten auch liefern in den nächsten Wochen. Ich bin da zuversichtlich. Aber es kommt nicht auf gute Worte jetzt von uns an, sondern dass wir die richtige Politik dann in Gang setzen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Krings. Sehr gern.